Aber dass die Tour so krass wird, das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Unter dem Haufen hier befindet sich ein Auto. Und jetzt in dem Anstieg, den ich gerade hochschieben musste ein Stück, ist tatsächlich ein Schneeflug an mir vorbeigefahren. Also der Wind weht hier auch ganz schön. Aber erstmal von vorn, wie bin ich überhaupt dahin gekommen, dass ich plötzlich mitten durch den Tiefschnee fahre? Sandra und ich, wir sind ja vor Weihnachten die Tour von München aus Richtung Leipzig gefahren. Ich komme ja eigentlich aus dem Erzgebirge, das heißt von Leipzig hatte ich noch einen Weg zurückzulegen und den wollte ich halt irgendwie ganz gern mit dem Fahrrad machen. Nun war es so, dass es halt die ganze Zeit geregnet hat und ich keine Lust hatte, durch den Regen zu fahren. Also stand eigentlich schon fest, dass ich mit dem Zug fahre. Allerdings war dann die Vorhersage so, dass es nachts schneien soll. Und ich dachte mir so, hey, das wäre richtig cool, einfach nochmal durch den Schnee zu fahren. Und hatte ich irgendwie richtig Bock drauf. Aber dass die Tour dann so krass wird, das hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Ich habe mir also ein Zugticket gebucht von Leipzig bis nach Freiberg in dem Fall. Freiberg ist schon im Erzgebirge. Von dort aus sind es noch ungefähr 45 Kilometer bis zu meinen Eltern. Ich stehe gerade hier in Freiberg in Sachsen und bin gerade aus dem Zug ausgestiegen, um mich mit dem Rad auf den Weg zu meinen Eltern zu machen, jetzt zu Weihnachten. Und jetzt liegen hier einfach mal, weiß ich nicht, 30 Zentimeter auf der Wiese. Ich bin gespannt, wie das heute wird. Eigentlich sind es so 45 Kilometer. Wahrscheinlich sollte ich das in normalerweise so 2 Stunden schaffen. Ich schätze, heute könnten es locker 4 werden. Also ein bisschen Schnee war halt schon übertrieben. Die 30 Zentimeter waren durch die Stadt Freiberg halt schon deutlich härter, als ich mir vorgestellt habe. Und die 4 Stunden an Zeit, die ich gesagt habe, die ich bei den Bedingungen vielleicht brauchen könnte, das war deutlich zu wenig. Und jetzt geht es davor einfach ins Weiße rein. Ich machte mich also auf den Weg. Es ging auf verschneiten Straßen über kleine Dörfer, erstmal von Freiberg weg. Ich hatte richtig Bock, war hochmotiviert und so gingen die ersten paar Minuten richtig schnell rum. Es dauerte allerdings nicht lang. Da bin ich in so einem kleinen Dorf auf eine Straße abgebogen. Da stand dann am Ende des Dorfes so kein Winterdienst. Und ich dachte mir so, ja, aber hier ist überall geschoben. Auch die Straße ist geschoben. Ein bisschen weiter war es dann aber tatsächlich so, dass einfach so eine kleine Schneewand aufgeschoben war. Und dann ging es halt in einen ungeschobenen Weg über. Der ließ sich zu Beginn auch noch wunderbar fahren. Aber seht selbst, was daraus geworden ist. Ich bin jetzt auf einem, ich glaube, asphaltierten Weg angekommen, der aber leider nicht geschoben wird. Und jetzt stehe ich hier, ich rolle noch durch Tiefschnee. Und das geht sehr bescheiden. Wann hier mal wieder eine normale Straße kommt, die geschoben ist. Vielleicht geht das so weiter. So, auf jeden Fall wird mir da nicht kalt. Deshalb mache ich jetzt da direkt weiter. Also der Wind
Weht hier auch ganz schön. Ja. Zum Glück ist es kein Gegenwind. Ja, und so pflügte ich mich also durch den Tiefschnee. Hatte dann irgendwann ein bisschen Zeitbedenken, weil es im Winter ja natürlich schon super früh dunkel wird und gerade die längste Nacht hinter uns war. Das war einen Tag vor Weihnachten, am 23.12. Dementsprechend habe ich mich beeilt und bin dann zwischendurch gejoggt und war dann auch super froh, dass ich nach, ich weiß nicht, einer Stunde oder so halt aus diesem Tiefschnee wieder raus war. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber da unten sind Häuser und Licht. Ich bin also endlich wieder in der Zivilisation. Na, es reagiert nicht. Ja, ich habe bestimmt jetzt eine Stunde gebraucht hier. Hat sich nicht so angefühlt, aber ich hoffe, dort wird der Weg ein bisschen besser und ich komme irgendwie vorwärts. So, ich habe wieder eine Straße gefunden, die etwas geräumt ist. Und jetzt komme ich hoffentlich ein bisschen besser voran. Zumindest rollend und nicht laufend. Sieht aber alles ehrlich gesagt ganz schön aus, verschneit. Mit den Lichtchen hier im Erzgebirge. Schon ganz nett. Also ich finde die Bedingung gerade besser als Regen. Ja, leider habe ich aber durch dieses Stück halt trotzdem richtig viel Zeit verloren und dementsprechend war es dann halt auch schon direkt stockdunkel. Das geht ja super schnell und ich war dann ein bisschen enttäuscht, sage ich mal, dass ich jetzt halt die ganze Zeit durch die Dunkelheit fahren würde. Vor allem, weil ich schon so ein bisschen mir gedacht habe, dass es jetzt doch länger dauern wird als vorher geplant. So, jetzt ist es richtig dunkel. Und ich habe noch, keine Ahnung, bestimmt 25, 30 Kilometer vor mir. So viel habe ich noch nicht geschafft. Zum Glück hatte ich aber auf jeden Fall meinen hellen Scheinwerfer am Rad und das hat mich richtig gut durch die wirklich lange, lange Nacht gebracht. Oder den Abend in dem Fall. Ich bin jetzt gerade in Frauenstein. Leider sieht man nicht so viel, aber mit dem Schnee sieht es trotzdem sehr schön aus. Alles angeleuchtet. Diese Weihnachtsbeleuchtung hier überall, das ist sehr schön. Ja, ich komme leider nur so eher mäßig voran, schleppend, weil die Straßen sind zwar geräumt, aber wenn die Autos da drüber fahren, hat man so einen festen Hucke und da rutsche ich mit dem Rad halt immer links und rechts runter und das macht es ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, von hier sind es so 25 Kilometer, ne? Beim aktuellen Tempo wären das noch 2 Stunden. Das heißt, ich werde jetzt meinen Eltern Bescheid sagen, dass ich 1-2 Stunden später komme. Aber macht auf jeden Fall Bock.
Ja, und durch diese ganzen Huckel, die da auf der Straße waren, obwohl es geschoben war, bin ich halt echt schlecht vorangekommen und bin dann auch immer auf Nummer sicher gegangen und habe, wenn mich ein Auto überholt hat, also gerade von hinten, habe ich angehalten, dass ich halt nicht plötzlich wegrutsche, weil ich hatte das halt echt nicht so richtig unter Kontrolle. Manchmal ist man halt super vorangekommen und das ging perfekt und dann ist man wieder nur hin und her gedriftet und das war echt anstrengend. Da wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen. In Freiberg war es dann halt auch so, dass ich das erste Mal so richtig realisiert habe, dass es einfach krass viel geschneit hat und jetzt nicht nur mehr die 30 Zentimeter aus Freiberg waren, sondern halt mittlerweile wahrscheinlich ein halber Meter schon auf den Straßen lag, also auf der Wiese lag. Der Winterdienst halt echt nicht hinterherkam. Also es hat ununterbrochen geschneit. Auf meinem Helm, auf der Kapuze oben drauf bildete sich auch schon ein guter Schneeberg und dementsprechend sah es ringsrum halt auch aus. Unter dem Haufen hier befindet sich ein Auto. Genauso wie unter dem Haufen und unter den Haufen da hinten. Kann man gar nicht mehr erkennen. Zum Glück bin ich noch nicht so eingeschneit. Auch wenn das hier alles sehr, sehr voller Schnee ist. Ah ja, ich fahre jetzt wieder in die Dunkelheit, sonst wird es kalt, wenn ich hier rumstehe. War gerade echt ein bisschen schwierig, weil ich durch so ein Stück Wald gefahren bin. Und der Schnee ist so schwer, dass die ganzen Bäume runterhingen und schon ganz viele Äste auf der Straße. Und dann hatte ich echt ein bisschen Schiss, dass jetzt vielleicht gleich noch einer runterfällt. Aber mehr als Schnee ist mir auf jeden Fall... Ja, vielleicht sieht er mich so besser. Mehr als Schnee ist mir auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen. Ja, bei den schlechten Nachrichten gab es aber tatsächlich auch ein paar gute Nachrichten in dem Moment. Gerade war es eine super glückliche Situation. Und zwar habe ich vorhin die Entscheidung getroffen, von meinem Check nochmal abzuweichen und der Bundesstraße zu folgen und nicht so einer kleinen Straße auf dem Kamm lang. Und in der Hoffnung, dass da vielleicht öfter ein Schneepflug lang fährt. Und jetzt in dem Anstieg, den ich gerade hochschieben musste ein Stück, ist tatsächlich ein Schneepflug an mir vorbeigefahren. Das heißt, ich habe jetzt etwas freiere Bahn. Deshalb nicht lang schnacken, weiterfahren. Und das hat mich halt in dem Moment echt riesig gefreut, weil ich dann wieder schneller vorangekommen bin. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so weit. Ich würde sagen, vielleicht noch so 10, 12 Kilometer. Ich bin jetzt auf so einer größeren Bundesstraße und die ist zwar nicht so gut geräumt tatsächlich, aber hier liegt offensichtlich viel Salz auf der Straße. Ist ziemlich nass, also das ist gerade gar nicht so schlecht. Rollt jetzt. Ich fahre jetzt noch ein bisschen im Tal lang und dann biege ich ab, so richtig den Berg hoch. Das wird wahrscheinlich nochmal, das wird so ein Knackpunkt. Wenn da geräumt ist, dann geht es wahrscheinlich. Aber wenn es so wie vorhin ist, dann muss ich das Ding schieben. So, bevor es jetzt gleich den Berg hoch geht, gönne ich mir noch mal was zu essen, weil ich habe die ganze Zeit nichts gegessen. Ich habe nur vorher auch so ein Teil gegessen. Rabbit Fuel, falls ihr das nicht kennt. Die sind ganz neu. Und das ist quasi so Endurance Food im Quetschi drin, aber nicht irgendwelches Süßkram-Zeug, was es sonst immer gibt, sondern das hat, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, Humusgeschmack. Auf jeden Fall finde ich das richtig gut. Gerade auch als Abwechslung zu diesem ganzen Süßzeug, was man sonst immer so bekommt. Das gönne ich mir jetzt also noch, bevor es dann da vorne in den Anstieg reingeht. Bis später.
Der Christian von Rabbit Fuel hat uns ein paar von diesen Sachen zugeschickt. Und wenn ihr davon auch welche bestellen wollt, dann haben wir hier einen Code für euch und mit dem bekommt ihr ein paar Prozent Rabatt bei eurer Bestellung. %. Das gilt es jetzt noch zu überwinden. Und dann bin ich in 3 Kilometern in meinem Heimatort. Auf jeden Fall hatte ich richtig Glück, weil der Anstieg hoch in meinen Heimatort, der war geschoben. Da war noch vor nicht allzu langer Zeit ein Schneepflug unterwegs. Die Straße war frei und es war also nicht ganz so anstrengend, da lang zu fahren. Und dann war ich auch schon bei mir im Heimatort. Höhenmeter hatte ich dann kaum noch zurückzulegen. Ich rollte eigentlich nur oben lang und hatte noch so 2-3 Kilometer bis zu mir nach Hause. Mein Rad war viel schwerer als sonst, weil der ganze Schnee noch dran hing. Auf den Taschen hing Schnee überall, auf meinem Kopf oben drauf war Schnee. Aber ich hatte es ja dann geschafft und wurde zu Hause dann auch richtig gut empfangen. Und es ist dieses Foto hier entstanden, als Zielfoto sozusagen. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns im Kanal. Diesmal mit einer krassen Wintertour, wenn auch nur 45 Kilometer, für die ich dann aber so lange gebraucht habe wie normalerweise für, ich weiß nicht, 150. Auf jeden Fall war es eine richtig coole Erfahrung. Würde ich es wieder machen? Ich glaube auf jeden Fall, weil es war halt richtig, richtig cool. Es war mal was anderes und es hat im Nachhinein richtig Bock gemacht. Auch wenn ich ein bisschen Zeitdruck dann irgendwann bekommen habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!